Die Atacama-Wüste ist besonders trocken. Da sammelt sich der kosmische Staub einfach an auf dem Boden und wird auch nicht weggespült. Das heißt, wenn man da gräbt man automatisch Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück. Eine Messung von echten Proben, die hoffentlich dann interstellares Eisen 60 haben, steht nichts mehr im Wege. Hast du dich schon mal gefragt, woher wir kommen und wohin das Leben sich entwickelt? Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Antworten. Wir erfinden uns neu und gehen mit dir in die Zukunft. Werde Teil unserer Museumsevolution. Wir waren in der Atacama-Wüste in Chile und der Grund, warum wir da hinfahren, ist, was sich dort in dieser Wüste ablagert, ist zum großen Teil aus der Atmosphäre oder dann halt eben auch aus dem Weltraum. Uns geht es darum, die Geschichte unseres Sonnensystems, insbesondere der Erde, zu erforschen. Also welche kosmischen Ereignisse haben in der Vergangenheit stattgefunden, die Spuren auf unserer Erde hinterlassen haben, in Form von kosmischem Staub. Und den versuchen wir dann zu suchen und deshalb fahren wir dort raus und beproben die Atacama-Wüste. Und um effizienter zu arbeiten, bleiben wir auch über Nacht in der Wüste und campen dort direkt vor Ort. Tagsüber natürlich gehen wir dann raus an unsere Stellen. Dann nehmen wir dann verschiedene Proben in verschiedenen Tiefen und in verschiedener lateraler Position. Und zum Schluss haben wir dann meistens ein paar 100 Kilo, die wir dann zurück nach Deutschland bringen. Wir suchen dabei vor allem nach Eisen 60 und wenn wir in gewissen Schichten Eisen 60 oder größere Mengen an Mikrometeoriten finden, dann deutet das auf kosmische Ereignisse hin, wie zum Beispiel eine nahe Supernova-Explosion, die wir dann auch zeitlich einordnen können. Bei unseren Proben aus der Atacama-Wüste ist es ja so, dass wir sehr viele Salze haben und die wollen wir loswerden, um nachher die Korngrößen durch das Sieben zu erfahren. Ja, und hier sieht man dann, wie das am Ende aussieht. Man kann das sehr schön erkennen, dass wir hier sozusagen das grobe Material haben und es nachher immer feiner wird. Und die Mikrometeorite würden wir zum Beispiel in der Fraktion, die ungefähr 100 Mikrometer hat, suchen. Das wäre dann diese Probe. Wir haben jetzt die gesiebte Probe in eine Petrischale überführt und suchen darin nach Mikrometeorite. Man sieht hier die vielen kleinen Mineralkörner. Und hier, das sieht sehr vielversprechend aus. Die unterscheiden sich von den Sedimentpartikeln darin, dass sie meistens rund sind, weil sie eben beim Durchflug durch die Erdatmosphäre kurzzeitig erhitzt wurden und dabei aufgeschmolzen sind. Die würde ich rausholen. Ja, um das genau zu erkennen, müssen wir den natürlich erstmal unter das Elektronenmikroskop legen. Und hier können wir uns dann mal den einen angucken, der besonders vielversprechend aussieht. Wenn wir das hier festgehalten haben, dann würde ich die Analyse starten, um auch die elementare Zusammensetzung zu sehen. Pro Tag sammeln sich in etwa 100 Tonnen kosmischen Staubs auf der Erde an und der Großteil davon kommt aus unserem Sonnensystem selber. Dort können Asteroiden miteinander kollidieren und Staub freisetzen. Dieser Staub kann dann zur Erde gelangen als Mikrometeorite. Das ist der interplanetare Staub. Der interstellare Staub kommt von außerhalb unseres Sonnensystems. Der wird gebildet in sternenden Sternen und wir sind insbesondere an dem Staub aus nahen Supernova-Explosionen interessiert. Um Supernova-Explosionen in der Nähe der Erde nachweisen zu können, müssen wir die Sedimentproben als solche chemisch behandeln, um nachher das Eisen 60 zu extrahieren. Wir arbeiten hier unter speziellen Bedingungen in einem Teflonabzug und mit einer gewissen Montur, weil wir arbeiten hier eben auch mit Flusssäure und das ist eine besonders gefährliche Säure, nur ein Tropfen davon ist lebensgefährlich.
Ja, wir haben Proben nach Australien geschickt und die werden dort mit dem Beschleuniger Massenspektrometer an der Australian National University in Canberra gemessen. Das ist der einzige Beschleuniger, der überhaupt weltweit in der Lage ist, die geringen Spuren von Eisen 60, wie sie aus einer Supernova kommen, zu detektieren. Und ja, diese Messungen finden jetzt gerade statt und wir sind gespannt, was dabei herauskommt.